Hallo, dieses Video nenne ich Mischmasch, weil es ein paar unterschiedliche Themen betrifft, sehr spontan, nicht geordnet, was mir eigentlich auch sehr liegt. Ich liebe ja das Spontane, das ist eben manchmal vielleicht etwas chaotisch für den, der sehr ordentlich denkt und lebt. Ich lebe im Gottvertrauen, ich lebe in dem Gefühl und in dem Bewusstsein, ich bin gut, daran glaube ich, das Innerste in mir ist etwas Gutes und es ist etwas Göttliches. So, das ist meine Ansage. Jetzt möchte ich mal als erstes sagen, gerade ein aktuelles Thema, das sind die Flüchtlinge, die Asylanten. Da möchte ich etwas zu sagen, nämlich man kann nicht einfach so tun, das wegwischen und sagen, no problem. Das geht nicht, weil es nicht die Wirklichkeit ist, es ist nicht die Wahrheit. Man kann sich aber auch nicht hinstellen und sagen, sie sind alle problematisch, alle negativ, alle potenzielle Verbrecher, alle völlig anders als ein Deutscher und alle, da fährt ein Moped vorbei, alle negativ. Das ist genauso falsch und unweis, ist nicht die Wahrheit. Wir müssen damit leben, sie sind nicht so grundsätzlich verschieden. Es gibt unter ihnen aber auch viele. Es sind potenzielle Randalemacher. Man kann auch fühlen, manche sind potenziell bereit, Gewalt anzuwenden. Das gibt es allerdings auch bei Deutschen in letzter Zeit vermehrt. Das kann ich fühlen. Das ist so bei mir. Ich fühle das einfach. Ich gehe an jemanden vorbei und dann fühle ich sozusagen dessen Seele und sein Inneres. Und ich muss sagen, es gibt diese normalen Menschen, in Anführungsstrichen, die weitläufig auch emotional sind. Es gibt aber auch Menschen, bei denen hat man, wenn man daneben steht oder dran vorbeigeht, das Gefühl, sie sind innerlich tot. Ihr Körper bewegt sich zwar, sie sehen aus wie ein Mensch, aber man fühlt innen drin, sind sie unfähig, Liebe zu schenken. Wahrscheinlich, weil sie gar keine Liebe in sich haben, aus welchem Grund auch immer. Und ich muss auch sagen, es gibt Menschen, bei denen habe ich das Gefühl, es sind potenzielle Mörder, sie warten nur auf den Anlass. Das betrifft aber nicht jetzt unbedingt irgendwelche Nicht-Deutsche, sondern es ist genauso bei Deutschen. Es ist einfach ein Zeichen der Zeit und es ist eine Wahrheit. So, das ist der eine Punkt. Ich rede jetzt etwas schneller, weil dieses wollte ich eigentlich gar nicht erst sagen, aber jetzt ist es reingekommen. Jetzt kommt wieder der Punkt, die Flüchtlinge. Man kann nicht grenzenlos Flüchtlinge aufnehmen und glauben, in der Gesellschaft verändert sich nichts. Das geht einfach nicht. Und ich gebe den Rechten, das sind nicht die, die ich wähle, aber man kann auch nicht sagen, es sind alles Faschisten. Aber ich wähle nicht die Rechten, aber ich gebe ihnen recht, dass man kritisch damit umgeht. Mit dieser Frage, kann man endlos Flüchtlinge aufnehmen und aufnehmen und aufnehmen. Die Auswirkungen, die das hat, sind zwangsläufig, wenn man 1 und 1 zusammenzählen kann, negativ für die Gesellschaft, weil es einfach nicht geht. Es reicht nicht aus. Der Raum reicht nicht aus. Das Potenzial an Hilfe reicht nicht aus. Die Gelder reichen nicht aus. Die Schulen reichen nicht aus. Die Arbeit reicht nicht aus. Die Unterstützung reicht nicht aus. Die Kindergärten reichen nicht aus. Da gebe ich all denen recht, die das so kritisch betrachten und die sich hinsetzen, weil sie selber wohl versorgt sind. Sie haben ein schönes Eigenheim, so toll eingerichtet und innen drin ist alles baff. Super, erste Klasse. Draußen steht ihr dickes Auto oder 2 davon. Sie haben vielleicht ihr Garten, ihr Wochenendhaus. Sie überlegen, wo fahren Sie nun dieses Jahr zum 2. Mal hin in Urlaub. Und Sie jammern, wenn Sie mal ein Jahr lang nicht 2-mal in Urlaub fahren können. Aber Sie haben das Gefühl, Sie sind Auserwählte quasi von Gott
Und sie sind irgendwie so die Gutherzigen und die, ach, so was Tolles. Gell? So was Tolles wie mich, das gibt es eigentlich gar nicht. Und jetzt gebe ich mal einem Bettler 2 Euro oder vielleicht gebe ich ihm auch 3, vielleicht auch 5, weil ich 100.000 auf meinem Konto habe. Ich kann mir das leisten. Es gibt aber andere, die haben gar kein Eigenheim. Die hausen in einer Wohnung, wo man sich fragt, kann man das eigentlich noch als Wohnung nach heutigem Standard bezeichnen, so wie jemand lebt? Ja, ungelogen kann man sagen, in der Armut, in dem Nichts haben, kein Eigentum, kein Sparkonto, kein Geldkonto. Man lebt von Rente oder manche leben von Arbeitslosigkeit oder Sozialhilfe oder was auch immer. Oder sie haben sehr viele Kinder oder sind geschieden oder wie auch immer. Es gibt welche, die haben einfach nicht die Mittel, die können nicht wie Schickeria durch die Gegend rennen und sagen, hier hast du mal, jetzt klopfe ich mir selbst auf die Schulter und sage, ach, ich bin so toll. Das geht nicht. Und man kann denen, die selber in Not sind, auch nicht verübeln, wenn sie, sagen wir mal, kritisch, vielleicht auch ein bisschen erregt, erbost sind, auf diejenigen schauen, denen alles gegeben wird. So, und wenn das jetzt gerade die sind, die in unser Land kommen, als Flüchtlinge, Asylanten, als was auch immer, dann ist es doch logisch, dass das keine Harmonie gibt, keine Nächstenliebe, wie es in der Bibel gesagt wird, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann müssten die so viel Reichtum haben und alles haben, eigentlich auch sagen, ich nehme jetzt mal 1 oder 2 Flüchtlinge auf. Die nehme ich mit in mein Gartenhaus. Oder wenn ich 10 Zimmer habe zu Hause, ich brauche aber nur 1, aber ich mache in allen 10 abends die Lichter an und alles, weil es schick aussieht. Und dann leuchtet das nach draußen zu den Nachbarn, dass sie denken, boah, fast Gott, der da wohnt. Ja, das ist es, was ich sagen möchte. Wir müssen da anders mit umgehen, mehr Verständnis haben. Und wir müssen auch schauen, wenn man in jungen Jahren, sagen wir mal, man ist gerade erst 20, 30 Jahre alt oder 40 Jahre alt, irgendwo hinkommt und man wird zwar aufgenommen, man bekommt auch finanzielle Mittel, dass man Lebensmittel kaufen kann, aber es gibt gar keine Aufgaben, auch in einem neuen Land nicht. Wenn es für mich persönlich, das sage ich mal, keine Aufgabe mehr in diesem Land gibt, werde ich dieses Land verlassen. Das ist einfach so, dann sage ich, ich bin lange genug bei euch gewesen. Verstanden? Hat es, glaube ich, keiner. So, und jetzt sind wir wieder bei den Flüchtlingen. Sie haben alles, sie haben diese Power, die man noch als junger Mensch hat und man möchte wirken, man möchte das Gefühl haben, ich bin erwünscht, ich werde gebraucht in dieser Gesellschaft. Ich werde belohnt dafür, dass ich dieser Gesellschaft etwas gebe. Dann muss ich die Möglichkeiten haben. Wenn ich die Möglichkeit nicht habe und ich sitze über Monate oder Jahre eigentlich sinnlos oder nutzlos herum, langweile mich, dann darf man sich nicht wundern, wenn ich irgendwann so oft abdrehe und nach anderen Wegen suche und denen nachlaufe, die mir vielleicht suggerieren, ja, wir brauchen dich, toll, mach mit bei diesem oder diesem kriminellen Objekt oder so. Das ist irgendwie ganz cool. Und da bist du jemand und wir klopfen dir auf die Schulter und sagen, super, du gehörst zu uns. Da darf man sich nicht wundern. Und man kann sich als Spießer in dieser Gesellschaft, als unaufrichtiger Spießer nicht hinstellen, beten,
zu Jesus und sagen, ich bin ein Christ. Das geht nicht. Man kann sich auch so schick anziehen, wie man will, mit Anzug oder schickes Hemd und Krawatte. Man geht sonntags in die Kirche, macht das alles mit und geht dann wieder raus. Das macht man schon 20, 30 Jahre. Das gehört dazu, das ist ein Ritual. Und man kommt heraus und hat das Gefühl, so, ich habe das meinige getan, ich bin niemandem etwas schuldig. Und dieses alles ist weit entfernt von dem, was Jesus eigentlich wollte mit seinen Worten und mit seinen Ideen und mit dem, was er vorgelebt hat, den anderen, wo er sich gewünscht hat, versucht mal das zu tun oder nachzumachen oder versucht mal mich zu verstehen. Versucht es mal und versucht mal rauszukommen aus eurem falschen Weg, aus eurem Nichtsein. Ja, und versuche du selbst zu sein, dann bist du so wie Gott, weil Gott in dir ist und das Gute ist in dir. Und glaube daran, glaube nicht all diesen Firlefanz, der durch die Welt geht. Und jetzt mit dem Krieg, wieder ein anderes Thema, aber ganz schnell, mit dem Krieg in der Ukraine. Welch ein Wahnsinn, wenn ich sehe, wie die Regierung, die Länder vor Zelensky auf die Knie fallen und ihn quasi anbeten. Du bist der Kämpfer für die Welt, der Vorkämpfer und Halleluja dreifach. Wir überlegen noch, ob wir dir die Atombombe schicken oder gleich 10. Dann kannst du für uns im Zweifelsfall die Atombombe zünden. Und so dackelt man dahin, so werden Gespräche geführt. Jetzt so langsam kristallisiert sich raus, dass auch die Schläfrigen vielleicht realisieren, das ist alles nicht so einfach. Und es geht nicht so, dass man immer mehr Waffen produziert, immer mehr Waffen in die Welt bringt und zu glauben, dadurch vermindert sich die Gefahr, das Risiko, dass es einen Krieg gibt. Das ist doch idiotisch, muss ich sagen. Es ist doch klar, irgendwann, wozu sind die Waffen da? Dass sie knallen. Und es gibt immer Menschen, die sind letztlich bereit, so etwas zu entfachen und zu sagen, ja, und wenn ich Atombomben habe, mehrere, und ich bin psychisch angeknackst, habe das Gefühl, niemand hat mich verstanden, ich lebe so in einer Welt, werde beleidigt oder gedemütigt, kann es sein, dass ich da auf den Knopf drücke. Und ich sage, das ist mir doch egal. Ich bin doch schon sozusagen halb tot. Und das sind Punkte. Wir müssen viel, viel mehr, tausendmal mehr, millionenfach mehr für den Frieden tun. Und es gibt eigentlich nur eine positive Entwicklung und Richtung für die Menschheit auf diesem Planeten hin zu dem Frieden, Vernichtung aller und Ächtung aller Kriegswaffen in allen Ländern auf der Welt. Und ansonsten kann ich nur sagen, das Ende der Menschheit, das ist absehbar. Und das Ende der Menschheit heißt einfach nicht, das sind wie bei einem Erdbeben 50.000 verschluckt in ein paar Minuten, sondern es heißt, es sind Milliarden. Es sind vielleicht alle. Dann gibt es keinen Menschen mehr. Kein Tier, keine Pflanze wird dem nachtrauern. Das ist so. Das musste ich jetzt spontan sagen. Das ist ungeordnet. Es liegt mir aber sozusagen auf dem Herzen. Ja. Ich musste gerade bei meinem Arzt vorbeigehen und meine Versicherungskarte vorzeigen, weil wir wieder ein neues Quartal haben. Und so komme ich gerade wieder hier nach Hause in meine Küche, die mein Zuhause ist. Hier lebe ich seit 11 Jahren. Das ist der einzige warme Raum, den ich im Winter habe. Ich habe noch ein Schlafzimmer, da versuche ich 10 Grad plus zu haben im Winter. Ja, so lebe ich. Aber es gibt viele, die leben noch viel, viel schlimmer.
armseliger. Oder manche, die haben überhaupt nichts. Ja. So, das wollte ich sagen. Also mit den Flüchtlingen, so kommen wir auch nicht weiter. Man muss irgendwann, wenn es auch nicht mehr geht, das sagen, tut uns leid, es geht aber nicht, weil wir haben keine Lösung für euch, keine Option. Das ist so. Und man muss auch akzeptieren, es gibt diese Erlebnisse, dass man an Menschen vorbeigeht. Man hat das Gefühl, oh, oh, ich muss da ganz vorsichtig sein, ich muss ganz still sein, ich muss schauen, was kommt da für Energie herüber. Fühle ich mich bedroht oder nicht? Das kann auch sein. Es kann jedem so gehen. Überall. Ja, und das sollte man auch ernst nehmen. Und an diesen Themen sollten wir arbeiten und wir brauchen Geld dafür und nicht Milliarden, zig Milliarden immer in die Rüstung schicken. Das ist doch Wahnsinn. Das könnte man ja im ersten Schuljahr lernen. Grundschule. Dass das Wahnsinn ist und nicht gut ausgehen kann und nicht gut ausgehen wird. Das muss ich sagen. Eines Tages werde ich auch nicht mehr bei euch sein und dann sage ich auch, ich war lange genug. So. Shalom.